Herzlich willkommen. Heute machen wir für Goethe B1 Schreiben Teil 1 und auch Teil Nummer 2. Das Thema für heute ist Stress im Alltag und Stress abbauen. Bei Teil Nummer 1 geht es um einen Kurs, den wir besuchen wollten zum Thema Stress abbauen und wir möchten uns darüber beschweren. Wir waren also nicht zufrieden mit diesem Kurs. Und bei Teil Nummer 2 schreiben wir einen kurzen Text, wo wir unsere Meinung äußern, und zwar über das Thema Stress im Alltag. Beginnen wir mit Teil Nummer 1 mit dem formellen Brief oder mit der formellen E-Mail. Das heißt also, es gab einen Kurs zum Thema Stress abbauen, wo wir eigentlich nicht sehr zufrieden mit der Dienstleistung waren. Hier beginnen wir natürlich mit sehr geehrte Damen und Herren. Das ist die formelle Anrede, die man in einem Brief, in einer E-Mail bei fremden Personen benutzt oder einfach in einer etwas formellen Atmosphäre. Am Wochenende, am 13. und 14. April, war ich in Ihrem Kurs Stress abbauen im Alltag an der Volkshochschule Berlin. Ganz wichtig, bei am Wochenende muss man am klein schreiben, weil bei sehr geehrte Damen und Herren nur ein Komma am Ende steht. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber leider war ich etwas enttäuscht. Das war mal die Einleitung, jetzt gehen wir mehr in die Tiefe und erklären die Situation. Der Kurs hatte fast nur Theorie, denn es gab zwar viele Vorträge, aber keine praktischen Übungen. Ich habe gehofft, dass wir zum Beispiel Atemübungen oder kleine Entspannungsübungen machen. Außerdem war der Kursraum laut und es waren zu viele Leute dort. So konnte man sich nicht gut konzentrieren. In diesem mittleren Absatz wurden also verschiedene Problempunkte vorgestellt. Und jetzt kommen wir noch zum Abschluss. Hier können wir ein bisschen erklären, was unsere Idee, was unsere Vorschläge wären. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Ideen geben. Der Kurs wäre besser, wenn es kleinere Gruppen gäbe und wenn man mehr üben könnte. Auch ein ruhiger Raum wäre gut. Zum Abschluss kann man dann sagen, ich hoffe, Sie denken über meine Vorschläge nach. Ich freue mich über eine Antwort. Mit freundlichen Grüßen und darunter schreiben wir dann unseren Namen. Weiter geht es mit Text Nummer 2. Hier geht es um eine Meinungsäußerung zum Thema Stress im Alltag. Los geht's. Hier können wir beginnen mit Ich finde, dass es sehr wichtig ist, gut mit Stress umzugehen. In der heutigen Zeit haben viele Menschen zu viele Aufgaben und zu wenig Zeit. Auch ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Schule, Arbeit, Familie, alles zusammen kann manchmal zu viel werden. Das war einmal die Einleitung. Hier wird die allgemeine Situation vorgestellt. Wieder können wir beim nächsten Absatz mehr in die Tiefe gehen und Beispiele geben. Ich denke, ein bisschen Stress ist nicht schlimm. Es kann sogar helfen, konzentrierter zu arbeiten. Aber wenn man zu viel Druck hat, wird man krank oder unglücklich. Hier könnte man statt Stress auch Druck sagen. Das ist oft ein Synonym dafür. Deshalb ist es wichtig, Pausen zu machen und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Hier könnte man noch eine eigene Situation beschreiben. Mir hilft es zum Beispiel, abends einen Spaziergang zu machen oder Musik zu hören. Auch das Reden mit Freunden oder Sport machen hilft mir, mich zu entspannen. Ich glaube, jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden, mit Stress umzugehen. Und abschließend könnte man dann sagen, zusammenfassend denke ich, ja, Stress gehört zum Leben. Aber wir müssen lernen, gut damit umzugehen. Das waren ein paar Inspirationen für B1, Goethe, Schreibteil, Teil 1 und Teil 2. Ich hoffe, es war nützlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute für die Prüfung und viel Spaß beim Deutschlernen.